Guten Tag, mein Name ist Steffen Seibert von der Firma Samcon und ich habe heute mal wieder die Möglichkeit, ein neues Produkt von uns vorzustellen, und zwar die Kamera Q3628. Ähm, Die Q3628 ordnet sich in unserer Produktpalette irgendwo ein zwischen den Panoramakameras P3827 und der High-End-Domkamera Q6075. Warum? Warum machen wir da jetzt noch ein Zwischenprodukt? Na, letztendlich, um so ein bisschen die Lücke zu schließen zwischen den Features von den beiden Kameras, um das auszugleichen, was die eine oder die andere Kamera nicht kann. Also die Q3628 kommt erstmal daher mit also remote einstellbaren Blickwinkelmöglichkeiten. Was ja bekannt ist, ist, dass man den Zoom einstellen kann. Auch Pan und Tilt ist noch bekannt. Bei der Kamera gehen wir noch ein bisschen weiter. Je nachdem, wie die Kamera positioniert ist, kann quasi die Horizontlinie angeglichen werden. Das erschließt sich vielleicht manchmal nicht genau, warum das nötig ist, aber man stellt sich einfach vor, das Ding hängt irgendwie an der Wand. Der Blickwinkel wird irgendwie so gemacht, dass man sich das vorstellen kann wie den Horizont, der schief steht. Wenn man auf so einem Schiff ist und man hat Wellen von links, dann kippt ja auch der Horizont so. Und letztendlich kann man das dann hier ausgleichen elektronisch, sodass der Horizont wieder im Lot ist. Ja. Das ist also eine sehr schöne Geschichte, zumal es so funktioniert, dass es rein elektronisch gemacht wird. Man muss also die Kuppel nicht öffnen, um dann da in irgendeiner Form mit Madenschrauben eine Justage vorzunehmen, sondern das kann quasi über das User Interface elektronisch gemacht werden. Ja. Also 2,5 oder 2,1-fach Motorzoom kann das Gerät, elektronisch neigen, elektronisch schwenken, elektronisch rollen. Die Kamera selber hat die neuesten Features von Axis, die neueste Prozessorgeneration, Deep Learning, CPU, 4K, alles, was man eigentlich braucht, alles, was so dem Stand der Technik angeht. Die meisten Kunden von uns wissen, die Q-Serie steht eigentlich für fürs High-End bei Axis. Also wirklich das Beste an Elektronik und an Optik, was im Moment verfügbar ist. Zu dem Schutzsystem selber nur drei Begriffe, weil die oft erfragt werden. Wir haben also eine Domkuppelbeschichtung, die an der Stelle hydrophob ist, das heißt wasserabweisend. Die ist UV-beständig und kratzfest. Wer sich dafür näher interessiert, auch das schreiben wir unten in die Beschreibung, dann könnt ihr einfach euch den Link angucken. Das werden wir nochmal genauer erklären. In dem Schutzsystem zusammen als Gerät verheiratet kann die Kamera minus 50 bis 50 Grad plus. Wir haben unterschiedliche Anschlusssysteme. Es ist in dem Fall wirklich simpel. Ein Standardanschluss, 5 Meter Kabel, das Ganze in armierter Ausführung, wahlweise mit Klemmkasten oder unser mittlerweile ja recht bekanntes Flip Connect. Dann könnt ihr alles selber machen. Ja, dann kommt im Prinzip die RJ45-Buchse aus dem Gerät gesprungen. Ihr setzt an der Stelle dann den Kabelanschluss ein. Dann könnt ihr alles verwenden, armiert, Barriere, Conduit-Systeme etc. Gut, kurze Zusammenfassung. Die Q3628 schließt die Lücke von den Panoramakameras mit den Multisensoren zu den Motorzoom-Domkameras, alle Blickwinkeleinstellungen können elektronisch eingestellt werden. Die kommt im neuesten Schutzsystem, ist für sehr tiefe Temperaturen, für relativ hohe Temperaturen ertüchtigt, und im ersten Produktlaunch haben wir euch 4 Möglichkeiten gegeben, die Kabel zu terminieren. Und ja, wenn ihr Fragen habt, meldet euch, schreibt es in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuhören.